How can I go on when you leave me, baby? Falling in love goes straight to your heart and your soul, losing control. Wir haben Mama nicht vergessen. Und das hier, das ist doch nicht das, was sie wollte. Schau dir die Tasse an mit dem widerlichen Schimmel. Das ist doch nicht mehr Trauer, Papa. Das ist einfach nur noch krank. So, das reicht jetzt. Was machen Sie denn da? Hören Sie auf! Eigentlich wollte ich Ihnen eben mitteilen, dass das Adoptionsverfahren beschleunigt wird. Aber irgendetwas stimmt hier nicht. Und solange Sie nicht ehrlich zu mir sind, kann ich dem Antrag leider nicht stattgeben. Stell dich an. Ich bin bei der Arbeit. Wenn Sie mich buchen wollen, wenden Sie sich an meine Agentur. Moment mal, Finger weg. Naja, Sie wollen mir doch nicht erzählen, dass Sie dieses Callgirl eingestellt haben, damit sie Klamotten durch die Gegend schiebt, nicht wahr? Ansgar! Sie verrückt, Sie schlagen mich wegen dieser Schlampe. Noch ein Wort gegen Eva und ich mach weiter. Jetzt reiß dich gefälligst zusammen, verdammt nochmal. So, ich werde jetzt versuchen, Mosch zu beruhigen. Und du verschwindest jetzt mal für eine Weile, okay? Ja. Herr Mosch, sind Sie verletzt? Sollen wir vielleicht einen Arzt rufen? Ich bevorzuge meinen Anwalt. Ich weiß auch nicht, was in meinen Cousin gefahren ist. Glauben Sie mir, ich bin genauso schockiert von diesem Angriff wie Sie, aber vielleicht kommen Sie erst mal mit. Jetzt fassen Sie mich nicht an, verdammt nochmal. Ja, wir besorgen einen Coolpad. Ja? LCL-Empfang, Marlene von Landstein. Was kann ich für Sie tun? Sie zerstören das Andenken an meine Frau. Und dann wagen Sie es noch, mir in meinem Haus Vorschriften zu machen. Ich denke nur, dass Ihre Frau gewollt hätte, dass das Leben für Sie und Ihre Kinder weitergeht. Sagen Sie mir nicht, was meine Frau gewollt hätte! Ist gut. Ja, ist gut. Geh ein bisschen spazieren. So. Und jetzt zu uns beiden. Herr Wolfen, tut mir leid, wenn ich Sie verärgert habe und ich möchte Ihnen hier auch keine Vorschriften machen. Das steht Ihnen auch in keiner Form zu. Sie werden sich nie wieder einmischen. Das ist ja nun Unsinn. Wie bitte? Ja, weil ich hier dafür sorgen soll, dass es dem Baby gut geht und dass der Haushalt gemacht wird. Ganz genau. Und mehr nicht. Ja, aber wenn Sie mit Ihrem Verhalten dem Baby Angst machen und darauf bestehen, dass Sie irgendwelche Tassen vor sich hinschimmeln, dann kann ich so nicht arbeiten. Dann kann ich Sie dazu auch nicht zwingen. Was heißt das? Dass Sie gefeuert sind. Fristlos. Packen Sie Ihre Sachen und gehen Sie. Ich will Sie ja nicht mehr sehen. Hi. Hi. Mein Auszug hatte eigentlich den Sinn, die Stimmung zu verbessern. Was ist los? Familienfrühstück? Ja, ist nicht so prickelnd gelaufen. Ich will nicht drüber reden. Komm mal her. Ich hab dich vermisst. Ich dich auch. Ich habe heute noch 2 Wohnungsbesichtigungen, beide sehr vielversprechend. Wenn es klappt, können wir uns demnächst ungestört sehen. Morgen, Jessie. Hey. Hey. Gefällt's dir im Hotel nicht mehr? Ich dachte, das ist so ein Nobelschuppen. Ja, kann mich nicht beklagen. Im Gegensatz zu anderen. Oh Gott. Kleiner hat mich die halbe Nacht wach gehalten. Ich glaube, er zahnt. Ich will schon. Gucken, ob man schon Beißerchen sieht. Danke. Und du willst ja jetzt wirklich eine neue Wohnung suchen? Also, falls du doch dein altes Zimmer möchtest, dann sag schnell Bescheid. Ich glaube, Olli sucht schon einen Nachmieter. Jessie, du weißt doch, warum ich ausgezogen bin. Solange du ein Problem damit hast, dass Dana und ich jetzt zusammen sind, ist es besser so. Für alle Beteiligten. Ja, das sagst du so. Wieso, du warst doch auch damit einverstanden? Naja, ehrlich gesagt hast du das ja einfach so bestimmt.
Und ich habe auch keine Ahnung, wie das funktionieren soll mit Dana, Maxi und mir. Besser, denke ich. Besser. Und wie? Wenn Dana ab jetzt dann nur noch bei dir rumhängt, damit ihr dann ungestört sein könnt? Und wie soll ich dann bitte der Tante vom Jugendamt erklären, dass Dana unbedingt Maxi adoptieren will, aber rein zufällig nie für ihn da ist? Was soll das? Dana ist genauso für Max da wie vorher, auch wenn sie jetzt mit mir zusammen ist. Sie macht gerade eine wirklich schwierige Zeit durch. Das weißt du. Und ich glaube, du willst genau wie ich, dass es ihr bald wieder besser geht. Natürlich. Dann sind wir einer Meinung. Warum hast du das getan? Weil es mir Spaß macht? Ich werde aus dir nicht schlau. Ich auch nicht. Ich war sogar ganz kurz beeindruckt. Nur ganz kurz. Das ist aber schade. Ja, ich hoffe sehr, dass dieser Vorfall keinen Einfluss auf unsere Geschäftsbeziehungen haben wird. Sie glauben doch nicht im Ernst, dass ich mich mit einer Firma einlasse, deren Chef mich mit einem Punching Ball verwechselt. Das ist wegen einer kleinen Nutte. Ja, ich gebe zu, in manchen Sachen ist Ansgar wirklich souveräner. Hier, ein 40-jähriger Shot der Single Malt, selbstverständlich. Herr Morsch, lassen Sie mich Ihnen etwas erklären, ja? Ich weiß nicht, was es da noch zu erklären gibt. Als Frau Baumann, die Sie wohl als Jasmina kennen, bei uns als Büglerin angefangen hat, da hat sie uns ihren Nebenjob selbstverständlich verschwiegen. Entschuldigung, aber das passt doch. Sie bügelt nicht nur, sondern sie lässt sich auch noch bügeln. Darin ist sie übrigens richtig gut. Wundert mich auch, dass sie sich hier noch krumm macht, wo sie 3.000 € pro Nacht verlangt. Ja, ehrlich gesagt interessiert mich die Motivation von Frau Baumann im Moment nicht so besonders. Ganz anders ist das bei Ansgar von Lahnstein. Er hat... ist... Wie soll ich das sagen? Er hat echte romantische Gefühle für Frau Baumann entwickelt. Romantische Gefühle. Romantische Gefühle. Faszinierend. Du wirst jetzt wohl nicht von mir verlangen, dass ich meinen letzten Tag hier durchziehe. Und wenn wir uns noch mal begegnen, lass meine Kunden in Ruhe. Du weißt, warum ich als Callgirl arbeite. Nein, das weiß ich nicht. Ich habe dir nämlich eine ganz klare Alternative geboten. Du hast doch Tanja geheiratet. Und ich wäre nichts weiter als deine Geliebte gewesen. Ansgar, für mich ist das keine Alternative. Trotzdem danke. Mach's gut. So. Ich habe dem Kleinen jetzt mal das Zahnfleisch mit einer Kräutertinktur eingerieben. Ich habe zwar keine Rötung erkennen können, aber es kann trotzdem sein, dass ein Zähnchen drückt. Oh, danke. Es scheint ja geholfen zu haben. Den Kleinen seit mindestens 10 Minuten nicht mehr schreien hören. Hm? Ricardo war jetzt ziemlich schnell weg, ne? Ja. Lässt man euch beide mal 2 Minuten alleine, verdrückt er sich gleich. Ist bestimmt wegen der Wohnungsbesichtigung. Ja? Oder denkst du, ich habe hier deinen Liebhaber vergrault? Natürlich nicht. Ich will nur, dass alles gut ist. Zwischen uns und zwischen euch. Ja, doch. Ricardo steht jetzt auf dich und nicht auf mich. Schön, es ist anders. Aber es ist so und das kann man nicht ändern, deswegen muss man uns auch nicht jeden Tag verreden. Zerreden. Das auch. Ricardo und ich haben ja jetzt eine Lösung gefunden. Mhm. Du ziehst zu ihm in die Wohnung und Maxi und ich können sehen, wo wir bleiben. Nein, natürlich nicht. Ich bleib bei euch beiden. Schon alleine wegen dieser Überraschungsbesuche vom Jugendamt. Und natürlich nicht nur deshalb. Maxi und du, ihr seid das Wichtigste für mich. Und es wird auch immer so bleiben. Natürlich wird es vorkommen, dass ich jetzt öfters bei Ricardo bin. Aber ich verspreche dir, dass ich immer erreichbar sein werde. Immer, immer, immer. Tag und Nacht. Ein Anruf genügt, okay? Ja, ist gut zu wissen. Herr Wolf?
Ich hätte eigentlich gedacht, ich hätte mich sogar für Sie deutlich genug ausgedrückt. Ja, haben Sie auch. Sogar überdeutlich. Aber ich wollte Ihnen vorschlagen, dass ich so lange hier bleibe, bis Sie Ersatz gefunden haben. Danke, aber wir kommen auch ganz gut alleine klar. Ich schlage das bestimmt nicht vor, weil Sie so ein Schambolzen sind, sondern weil ich sehe, dass hier sonst alles vor die Hunde geht. Sie können es nicht lassen, oder? Kim hat mich gerade angerufen und mir gesagt, dass sie die Fläschchen für Tommy vergessen hat. Kim hat Sie? Ach so, ja, sie weiß ja noch nichts von der Kündigung. Mhm. Sie weiß vor allen Dingen auch nicht, wie man mit einem Baby umgeht. Woher denn auch? Ihre Tochter ist komplett überfordert. Hat sie das gesagt? Nein, natürlich nicht. Ihre Töchter sind absolut loyal, aber sie stoßen sie in einer Tour von sich weg und merken es noch nicht mal. Kommt jetzt wieder Ihre Psychologie für Anfänger, oder was? Hat bei Ihnen ja wohl gewirkt, oder? Was glauben Sie, warum ich plötzlich die Tasse Ihrer Frau abgespült habe? Weil Sie sonst weiter auf Ihre Töchter eingehackt hätten. Oh, verdammt noch mal, merken Sie denn nicht, wie sehr Sie sie mit Ihrer Trauer erdrücken? Und wie ungerecht Sie sind. Was soll ich denn machen? Ach, Herr Wolf, ich glaube, für den Anfang würde es einfach schon ausreichen, wenn Sie... Bingo! Hallo. Ich hab sie. Du sprichst von der Wohnung, hoffe ich, oder muss ich mir Sorgen machen? Sie ist perfekt. 3 große Zimmer, Altbau mit allem Pipapo. Stuck, echtes Parkett, Südbalkon, ein großes Bad, Einbauküche und das Beste, knapp 200 Meter Luftlinie zur WG. Also, das klingt wirklich zu perfekt. Wo ist der Haken? Kein Haken in Sicht. Die Eigentümerin wohnt im Erdgeschoss. Sie hat Diabetes und wollte schon immer einen Arzt im Haus haben. Und da ich unter, ich möchte sagen, Hunderten von Bewerbern der Einzige war, Hatten die anderen natürlich keine Chance. Chefarzt, gut aussehend, eloquent, wer kann da schon Nein sagen? Aber was diese Vermieterin angeht, super charmant, sehr gebildet und wahnsinnig gut aussehend. Für ihre 70 Jahre. okay, noch mal Glück gehabt. Tut sehr gut, dich mal wieder lachen zu hören. Du, ich habe übrigens mit Jessica gesprochen. Sie scheint jetzt kein Problem mehr mit uns zu haben. Also, mit uns. Sag mal, hast du spontan Zeit und Lust, mit mir auf die neue Wohnung anzustoßen? Was jetzt? Wo denn? Hofgarten, Ecke Inselstraße. Okay. Ja, ich komme dahin. Ich habe wohl nicht so viel Zeit. Also ich muss gleich noch ins Gestüt. Ich muss Jessica mal fragen. Vielleicht kann sie jetzt schon auf Max aufpassen. Du, ist kein Problem. Ich habe mir sowieso freigenommen. Fahr ruhig zur Arbeit. Hey! Cool, danke. Es ist alles geklärt. Ich komme gleich zu dir, ja? Sehen wir uns. Ciao. Ciao. Hey. Hi, Olli. Hey. Ricardo hat eine Wohnung gefunden. Wir stoßen jetzt gleich drauf an. Super, Glückwunsch. Ach, dann musst du gar nicht zur Arbeit. Nee. Ist es ein Problem? Quatsch. Erst schnappt sich Martha unseren Star-Designer und jetzt kloppt sich auch noch der Oberboss mit unserem wichtigsten Kunden um Eva. Irgendwas mache ich falsch. Und dabei hat er auch gerade erst Tanja von Lahnstein geheiratet. Und ich finde ja, die beiden haben schon immer zusammengepasst wie Arsch auf Eimer. Ganz genau. Danke für Ihre Hilfe. Ich finde, Sie haben eine Belohnung verdient. Ich muss mich wohl erst an den Gedanken gewöhnen, dass ich nicht mehr alleine bin. One foot onto the ice. I hold my breath and try to believe. Eva! Schön, dass du noch hier bist. Wirklich? Ich dachte, alle machen 3 Kreuze, wenn ich endlich weg bin. Ich hätte schade gefunden, wenn wir uns nicht mehr verabschiedet hätten. Und außerdem kann ich dir so dein Arbeitszeugnis noch persönlich geben. Ich gehe mal davon aus, dass es vorhin noch korrigiert wurde. Jetzt, wo alle von meinem Nebenjob wissen. Wieso? Du hast hier immer hervorragende Arbeit geleistet und genau das steht auch in deinem Arbeitszeugnis. Und da du keine Exklusivitätsklausel in deinem Vertrag stehen hast, geht's niemandem was an, was du in deiner Freizeit machst. Lernt man in deinem Job Diplomatie? Immerhin arbeite ich nebenher als Callgirl. Na und? So wie ich dich kennengelernt habe, bin ich mir sicher, dass du verdammt gute Gründe dafür hast. Warte mal, Dana, du, der Babybrei.
Den du letzte Woche gemacht hast, den fand doch Maxi so lecker. Wie hast du den gemacht? Der steht im Babykochbuch auf der letzten Seite. Okay? Bis dann. Genau, das hatte ich nicht ganz so richtig verstanden. Da war es Grieß, ne? Und der erst in Wasser oder gleich in die Milch? Ist ganz einfach. Grieß einfach direkt mit der Milch warm machen. Wasser nur für Haferflocken. Ja, merken. Tschüss. Und Äpfel, wie viele? Jessie, jetzt stell dich nicht doofer an, als du bist. Soll das jetzt heißen? Nichts. Soll ich vielleicht einfach hier bleiben und dir den Brei kochen? Quatsch. Ihr seht euch gut. Ich krieg das schon hin. Und wenn nicht, dann habe ich ja hier noch unser Schweinchen Schlau. Okay. Dann ruf an, wenn was ist, ja? Ciao. Hallo Kim. Hallo Emilio. Hey. Ja, es war jetzt nicht so schwer zu raten, wer du bist. Ich bin Biggie Schumann, Tommys neue Tagesmutter. Freut mich. Mich auch, ja. Richtig, Emilio. Wollen Sie vielleicht ein Buch? Ach, können wir uns nicht duzen? Mach ich mit Kim doch auch schon. Gut, willst du vielleicht ein Burrito essen? Ja? Was ist das? Lass dich überraschen, wird dir schmecken. Danke, dass du Tommy wieder übernimmst. Hat sich mein Vater inzwischen angekriegt? Nein, er hat mich gefeuert. Keine Sorge. Solange ihr keinen Ersatz habt, kümmere ich mich weiter um Tommy. Hm? Ich hoffe, das ist für dich auch okay. Das hat er bestimmt nicht so gemeint. Seit Mama tot ist, da ist er einfach... Da haben wir doch drüber geredet. Das dauert halt. Er ist eigentlich gar nicht so... nicht so knurrig. Keine Sorge. Ich habe ein dickes Fell. Aber er darf euch in seiner Verzweiflung nicht so unfair behandeln. Da muss ich einfach meinen Senf dazu abgeben. Auch wenn ihn das ärgert. We'll talk about things so it's easier. Your beauty is nothing compared to what you will become. You will become. You will become in time. Become. Selbst auf dem Friedhof konnte er nicht an sich ranlassen, dass Mama... dass sie tot ist. Kurz vor der Beerdigung, da hat er uns dort einfach stehen lassen. Was? Er hat nicht gemeinsam mit euch von eurer Mutter Abschied genommen? Nein. Aber als wir dann alle schon weg waren, da ist er dann noch mal zurückgekommen. Er hatte im Wald Buschrosen ausgegraben. Mamas Lieblingsblumen. Und die hatte er dann auf ihrem Grab eingepflanzt. Es war schon schön. Wir haben natürlich gedacht, dass er, keine Ahnung, also jetzt nicht drüber hinweg ist, aber... Dass er aufhört, die Wahrheit zu verdrängen und anfängt zu trauern? Ich hätte sicher auch alles getan, um meine Mutter zu retten. Leukämie? Weißt du denn schon, ob die neue Therapie bei deiner Mutter anschlägt? Nein, wir können nur abwarten. Wie so oft. Und jetzt? Was hast du vor? Suchst du dir auch wieder einen normalen Job? Also mit normal meine ich... Ich arbeite weiter für den Escort-Service als Callgirl. So viel verdiene ich nirgendwo ohne Ausbildung. Deshalb muss ich das jetzt einfach durchziehen. Für die Therapie meiner Mutter. Aber ein normaler Job wäre mir natürlich auch total wichtig. Allein schon für die Bodenhaftung. Und weil meine Mutter natürlich immer wissen will, was ich so auf der Arbeit erlebe. Hast du ernsthaft geglaubt, dass ich kommentarlos mit ansehe, wie du unseren besten Kunden K.O. schlägst?
Also schön. Da ich ohnehin weiß, was du sagen willst. Ja, du hast recht. Zufrieden. Ja, einen Moment noch. Es würde dich vielleicht interessieren, dass ich Mosch so weit besänftigen konnte, dass er weder Anzeige gegen dich erstattet, noch seine Bestellung bei uns cancelt. Wie hast du das denn gemacht? Ich muss dem nur die Wahrheit sagen. Moment, welche Wahrheit? Dass du dich in Eva Baumann verliebt hast. Das hast du nicht getan. Was wäre denn die Alternative gewesen? Dass er denkt, dass du wegen eines Callgirls austickst? Der hätte doch keinen Fuß mehr in diesen Laden gesetzt. Und bitte glaub mir, ich habe das wirklich nicht gern getan. Aber die Hauptsache ist doch, dass er sich so amüsiert hat, dass er weiterhin Geschäfte mit uns machen will. Allerdings erwartet er noch eine kleine Entschuldigung von dir, aber ich denke, das versteht sich von selbst. Ach ja, bleibt die Frage zu klären, was machen wir denn jetzt mit deiner lieben Frau Baumann? Da gibt's nichts zu klären. Die hat heute ihren letzten Tag hier. Das Thema hat sich erledigt. Ist wohl besser so. Wenn du damals eine Ausbildung hättest machen können, was hättest du genommen? Kostümbildnerin an der Oper. Und ich dachte eigentlich auch, dass ich mich hier hocharbeiten könnte. Zumindest bis zur Schneiderin. Aber dann... Ist dir Ansgar über den Weg gelaufen? Ich finde ja, dem Typen müsste man ein Schild umhängen. Vorsicht, nicht verlieben, beziehungsunfähig. Aber er kann auch anders. Doch. Er konnte sogar nach dem ersten Schock über meinen Job als Callgirl hinwegsehen. Und er hat sofort die Therapie für meine Mutter bezahlt. Also nicht, dass ich es darauf angelegt hätte, aber... Im Gegenteil. Ich hätte es nie angenommen, das Geld. Aber ich habe mich in ihn verliebt. Und dachte, dass er irgendwie die Gefühle erwidert. Und dann hat er doch Tanja geheiratet. Geld und Macht sind eben wichtiger. Den Ansgar kenne ich auch. Was ist denn jetzt eigentlich mit deiner Ausbildung? Du hast dich doch bei Rebecca für eine Schneiderlehre beworben. Die kann ich jetzt wohl vergessen. Sie sind ja immer noch da. Ja. Sie sind der Boss. Aber mein Vorschlag wäre, dass ich noch bleibe, bis Sie organisiert haben, wer sich um Tommy kümmert. Was? Wo haben Sie die her? Aus dem Blumenladen die Straße runter. Kim hat mir erzählt, dass ihre Frau Buschrosen geliebt hat. Und ich dachte mir, das ist vielleicht eine schönere Verbindung zu ihr als eine Kaffeetasse mit Schimmel drin. Und außerdem lebt die Pflanze bei guter Pflege weiter. So wie ihre Erinnerungen. Das ist eine schwere Zeit für sie. Da gibt's gar nichts schön zu reden. Glauben Sie mir, ich weiß sehr gut, wie Sie sich gerade fühlen. Gar nichts wissen Sie. Sie haben ja Vicky nicht mal gekannt. Einen Kaffee schaffe ich noch, bevor ich zu meiner Schicht muss. Da hast du Glück, dann ist es noch welcher da. Hm? Hey, Kleiner, warum willst du denn nicht? Der Brei von Mama 2 etwa besser? Das war irgendwie einfacher, als es noch Fläschchen gab. Dass es an deinen bescheidenen Kochkünsten liegen könnte, schließt du aus? Ich habe das ganz genau nach Rezept gemacht, okay? Aber ich gebe ja zu, dass das meistens Dana kocht und ich die Pampe nur warm mache. Oder liegt's gar nicht daran, dass der Brei nicht schmeckt, sondern hast du noch Aua, hm? Wäre allerdings auch blöd, weil Mama 2 ausgerechnet heute mit dem Doktor abgezischt ist und sich amüsiert. Olli, kannst du mal schauen, ob noch Fencheltee da ist? Ich sehe keinen. Dann müssen wir die beiden wohl doch mal stören. Hi Jessica, was gibt's? Du, weißt du, ob wir noch Fencheltee haben? Weil da, wo er normalerweise steht, ist keiner mehr. Müsste aber. Guck mal hinter dem Früchtetee, bitte. Olli, kannst du mal hinter dem Früchtetee schauen? Hier ist er. Ja, du, ich glaube, der Kleine hat Blähungen oder irgendwie sowas. Aber den Tee haben wir auf jeden Fall. Oh, dann mal gute Besserung. Warte mal kurz.
Falls der Tee nicht hilft, weißt du, wo das Kirschkernkissen ist? Das hattest du doch zuletzt. Keine Ahnung, das ist... Ich glaube, das liegt in meinem Zimmer auf der Kommode. Okay, ja, dann schau ich mal. Wie macht man das denn warm? Auf wie viel Grad? Ja, keine Ahnung, es ist ungefähr Körpertemperatur. Ist wie beim Fläschchen. Ja. Und wenn noch was ist? Dann rufst du einfach an. Okay? Bis dann. Das weiß sie doch alles. Ja, aber du kennst sie doch. Und Jessica sich Sorgen um Maxi macht, dann wird sie hektisch. Ich glaube eher, sie macht sich Sorgen, was wir beide so treiben. Dabei hatte ich wirklich gehofft, dass sie die Dinge so akzeptiert, wie sie sind. Das wird schon. Liebeskummer steckt man nicht einfach so weg. Was hältst du davon, wenn wir jetzt ins Gestüt gehen und dann Picknick machen? Ich muss eh noch die Pferde füttern, dann können wir das Nützliche mit dem Angenehmen verbinden. Ich bin dann in der Box ganz rechts. Das Kissen hättest du auch alleine gefunden. Warum lässt du die beiden nicht einfach in Ruhe? Deine Terroranrufe, die ändern doch einfach gar nichts. Nicht das Handy von der Mama essen. Das war einfach nur ein harmloses Nachfragen. So, jetzt mach mal Platz. Hallo, ich habe hier gerade dein Handy gerettet. Was der Dank. So, Schatzi, jetzt wird alles wieder gut, ne? Der böse Onkel Olli muss jetzt zur Arbeit und unterstellt deiner Mama keine fiesen Absichten mehr, ne? Der böse Onkel Olli ist ja schon ruhig. Klein ist übrigens ganz schön heiß. Witzig. Er hat ja auch ein warmes Kissen auf dem Bauch. Gute Besserung, ja? Schön laut schreien, wenn die Mama Ricky und Dana nicht in Ruhe lässt, ja? Schatzi, komm. Hey, die Mama hat jetzt nicht mal an Ricardo gedacht, ja? Eva! Gut, dass ich dich noch erwische. Ich war gerade bei Rebecca und ich habe da was für dich. Na los, sieh nach. Ich nehme mir das ab. Danke. Ein Ausbildungsvertrag. Ja, und wenn du das geschafft hast, dann kannst du noch die Zusatzausbildung zur Kostümbildnerin machen. Du bist dir sicher? Ich meine, die meinen mich? Die haben sie nicht geirrt? Du bist doch Eva Baumann, oder? Rebecca glaubt, du hast es verdient. Wie sie in deinem Zeugnis schon geschrieben hat, du hast hier immer nur ausgesprochen tolle Arbeit geleistet. Und der kleine Vorfall, der ändert auch nichts daran. Das ist... Wow. Ich meine, du kennst mich überhaupt nicht. Muss man das immer, um jemandem zu helfen? Wir würden uns riesig freuen, wenn du bleibst. Danke. Ehrlich. Vielen Dank. Aber ich kann trotzdem nicht. Ich meine, Ansgar und ich in einer Firma, das ist keine gute Idee. Versuch's. Ich weiß, was es heißt, wenn man sich von seinem Traumberuf verabschieden muss. Du hast deine Stimme verloren. Weißt du, ich wollte mein ganzes Leben nichts anderes als singen. Und jetzt sitze ich hier am Empfang. Tja, das Leben geht weiter irgendwie. Eva, du hast eine Wahl. Ansgar hat dich sehr enttäuscht. Aber willst du wirklich, dass er dir diese Chance auch noch nimmt? Ist es Papa? Also pass mal auf, wenn der jetzt wieder rumstresst, nur weil du Biggie das Kind gegeben hast. Nein, bitte nicht. Ich habe keinen Bock auf weiteren Stress und du musst ihn doch verstehen können. Tja, das tue ich auch, aber irgendwann sind die Grenzen überschritten. Papa, wenn du wegen Biggie kommst. Was? Nein. Ich wollte mich bei euch entschuldigen. Mal wieder. Wenn es langsam zum Dauerbrenner wird. Ich stehe aber noch ein bisschen neben mir. Es geht aber nicht, dass ich euch da ständig mit reinziehe. Wir alle haben schwer genug. Ja, deswegen habe ich mir was überlegt. Kinogutscheine? Weil ihr ja nur gestern meinetwegen auf euren Kinoabend verzichten musstet, habe ich online ausgedruckt. Ich hoffe, da läuft der Film, den ihr sehen wolltet. Bestimmt, Papa. Danke schön. Und wenn du irgendwie Hilfe brauchst, wir sind für dich und Tommy immer da. Und das ist wichtiger als jedes Kino. Ich komme schon klar. Erzähl Empfang Marlene von Lanschen, was kann ich für Sie tun?
Einen Moment, ich stelle sie durch. Darf ich? Ja. Kostümgeschichte von der griechischen Tragödie bis zur Postmoderne. Bist du sicher, dass du das aufgeben willst? Wann ist man sich schon sicher? Eva, wenn du es nur wegen dem hier tust, dann denk bitte noch mal drüber nach. Wahrscheinlich mache ich jetzt den größten Fehler meines Lebens, aber du kannst noch mal drauf aufpassen? Klar. Ich muss da noch was klären. So, die Pferdemäuler sind gestopft. Was darf ich jetzt für Sie tun? Bekommt denn Dr. M eher eine Karotte oder Hafer? Definitiv Hafer. Gibt mir Energie. Brauche ich die Minute noch? Lass klingeln. Das könnte wichtig sein. Es könnte auch unwichtig sein. Wichtig sein. Es könnte Jessie sein. Hi, Jessica. Das Fieberthermometer, das im Apothekerschrank? Okay, dann ist auf jeden Fall noch eins bei mir im Nachttisch. Was ist denn mit Maxi? Ja, stimmt, er war den ganzen Tag schon quengelig. Nicht nur Max, auch Jessie. Du, wenn er wirklich Fieber haben sollte, im Apothekerschrank sind die Fieberzäpfchen, ja? Klar, du kannst jederzeit anrufen, wenn was ist. Okay, bis dann. Gib Maxi ein Küsschen, ja? Tschüss. Klar, du kannst natürlich jederzeit anrufen, wenn was ist. Sie hat sich wirklich Sorgen um Maxi gemacht. Ist dir klar, was das heißt? Sie wird uns jetzt im 5-Minuten-Takt mit blöden Fragen nerven. Selbst wenn sie noch eifersüchtig auf uns ist, dann ist das eben so. Willkommen in der Familie. Na gut. Gut. Ein Gutes hat die ganze Sache ja. Durch die ganzen konstanten Updates müssen wir uns wirklich keine Sorgen um Max machen. Und jetzt sollten wir die kurze Gesprächspause möglichst sinnvoll nutzen. Herr Wolf, haben Sie noch mal eine Minute? Kommt ganz drauf an. Es geht um die Kündigung. Ich habe wirklich das Gefühl, dass Sie ganz dringend jemand brauchen, der sich hier um alles kümmert. Jetzt sagen Sie mir schon wieder, was ich brauche. Ja, ich gehe Ihnen mächtig auf die Makronen, ich weiß. Auf die was? Ja, auf die Ketten, auf den Senkel, auf den Wecker. Das Problem ist nur, das wird mit meiner Nachfolgerin auch nicht viel anders laufen. Weil die ihre Frau auch nicht ersetzen kann. Und ich verrate Ihnen mal was, das will auch niemand. Also unter Umständen wäre ich bereit, Ihre Kündigung eventuell zurückzunehmen. Unter Umständen. Ja. Also ich möchte, dass Sie bleiben. Ich nehme die Kündigung zurück. Gut. Aber Sie kümmern sich um Tommy und um den Haushalt. Aus meinen Familienangelegenheiten halten Sie sich raus. Kriegen Sie das hin? Nö. Wie wirken denn diese doofen Zäpfchen? Oh, gucken wir mal, wie viel Temperatur du hast. 39,5. Oh Gott. Ganz ruhig bleiben. Wir zwei schaffen das ohne Mama 2, hä? Ja, wird ja eh viel zu lange dauern, bis die beiden da sind, ne? Oh Gott, aber du brauchst jetzt einen Arzt, ne? Weißt du was? Wir nehmen uns ein Taxi und fahren ins Krankenhaus, ja? Was brauchen wir alles? Untersuchungsheft, Geld, Handy. Aber? Oh, so. Komm, jetzt fahren wir beide ins Krankenhaus. Komm.
Hier. Und die Mama 2, die rufen mir einfach vom Krankenhaus aus an, ja? Komm, wir schaffen das, ja? Und es wird wieder gut, ja? Bist du sicher, dass der Zoll die kleine Berg auf keinen Fall kontaktieren wird wegen der illegalen China-Pelze? Immerhin muss ihr Name auf den Einfuhrpapieren stehen, damit wir ihr die Sache auch in die Schuhe schieben können. Keine Angst, dafür habe ich gesorgt. Schön. Bleibt die Frage, wie wir heimlich die Pelze im Lager austauschen können. Jetzt, wo Berg seine Security-Leute davor postiert hat. Genau genommen hat uns diesen Mist Tristan eingebrockt. Soll der sich doch drum kümmern? Den Ärger mit Berg haben wir in erster Linie dir zu verdanken. Ein bisschen mehr Interesse also, ja? Ja. Frau Baumann, wir sind in einer Besprechung. Es dauert auch nicht lang. Aber es ist wichtig. Ich habe von Rebecca von Lahnstein das Angebot bekommen, eine Schneiderlehre zu machen. Was, hier bei LCL? Ich weiß natürlich, dass die Entscheidung nicht über dich hinweg getroffen wird, also... Sie haben vielleicht Nerven. Ich kann mir nur vorstellen, dass Rebecca weder etwas von dem Eklat mit Herrn Mosch noch von ihrem kleinen Nebenjob erfahren hat. Sonst hätte sie Ihnen niemals dieses Angebot gemacht. Ich bedauere den Vorfall mit Herrn Mosch. Aber ich habe den Eklat nicht provoziert. Und Rebecca sieht das offensichtlich genauso. Erst konntest du es kaum erwarten, mich nicht mehr zu sehen. Und jetzt willst du hier eine Lehre machen? Was soll das? Mit uns hat das nichts zu tun. Ich will die Chance nutzen und nach der Ausbildung Kostümbildnerin werden. Vielleicht gibt es ja doch irgendwie die Möglichkeit, dass wir hier normal miteinander umgehen. Hier ist der Ausbildungsvertrag. Aber es fehlt noch die Unterschrift des Geschäftsführers. Ansgar, bitte. Wenn du uns jetzt entschuldigen würdest, wir haben wichtige Dinge zu besprechen. Ich warte. In der Nähabteilung. Moment. Wie Moment? Ich muss schon die ganze Zeit. Ich gehe ganz kurz, ja? Und auf dem Rückweg dann schließe ich ab. Und dann kriegen wir auch keinen unangenehmen Überraschungsbesuch. Okay, das ist ein Argument, aber beeil dich, ja? Dana, Telefon. Oh, nee. Jetzt reicht's. Mailbox? Das glaube ich jetzt nicht. Dana, hast du mich gerade weggedrückt? Ich bin hier gerade im Krankenhaus mit Maxi. Die Ärzte wissen nicht, was ist. Ich mache mir total Sorgen. Also ruf mich zurück, ja? Jetzt sind wir ungestört. Komm her. Wo waren wir stehen geblieben? Du bist so wunderschön. Mosch hält Alexas Pelzkollektion für eine schrille, überteuerte Eintagsfliege. Und ich muss ihm recht geben. Russische Oligarchengattinnen sind nicht gerade das Stammklientel von LCL. Mhm. Ansgar, er setzt auf die Klassiklinie. Das heißt, wir müssen zurück zum Kerngeschäft. Wenn Tanja erst aufwacht. Ja, wenn sie aufwacht. Dein Fatalismus kann ich gerade gar nicht gebrauchen, ja? Gut, dass die Baumann morgen endlich verschwunden ist. Dann kannst du hoffentlich wieder klar denken. Sollte das vorher schon der Fall sein, ich bin in meinem Büro, ja? Unglaublich, wie sich der Kleine entwickelt hat. Kämpfernatur. Immer Durst. Ganz der Papa. Bald seid ihr ein Team. Ja, und was für eins. Der kleine Tommy, der große Tommy, You built werden das this schon house, meistern. built it stone by stone, hammer in hand. You built this home, and this house is strong. Raised it with your love, a shelter from the winds, from the cold.
open door. Nobody has to cry to make it seem real. Nobody has Säufer. the way that they feel. If you stay right here, tomorrow you'll be fine. I will be here for you, standing by your side. So come home. Du bist noch hier? Siehst du doch. An deiner Stelle hätte ich ja lieber die Biege gemacht. Wie machst du das nur, dass sich unser Oberboss jetzt sogar um dich prügelt? Frag ihn doch selbst. Graf Lahnstein, ich Ja, ist schon gut. Raus. War das jetzt eine kleine Rache, mich hier warten zu lassen, statt mir gleich zu sagen, dass ich das mit der Ausbildung vergessen kann? Find es doch selbst raus. Das war schön. Ich freue mich, wenn du endlich deine eigene Wohnung hast. Was ist los? Ich will mir nur schnell was zu trinken holen. Ich hab Durst. Ich hol dir was. Du brauchst doch deswegen nicht extra aufstehen. Doch, ich mach das gerne. Zehn Anrufe in Abwesenheit. So viel zum Thema in Ruhe lassen. Krankenhaus? Oh nee. Sag nicht, du hast wieder einen Notfall. Was ist los? Jessie und Max sind im Krankenhaus. Was? Was ist denn passiert? Ich habe keine Ahnung. Aber sie muss doch irgendwas gesagt haben. Es ist eine SMS. Bei sowas schickt sie nur eine SMS und ruft nicht mal an? Doch. Sie hat sogar schon vor einer ganzen Weile angerufen. Aber weil ich dachte, das ist unwichtig, so wie vorhin, habe ich den Anruf weggedrückt und dein Telefon auf lautlos geschaltet. Du hast was? Maximilian liegt im Krankenhaus und ich weiß nichts davon, nur weil du mein Telefon auf Stumm schaltest. Sag mal, spinnst du?